Wie beschreibt man neben dem Verhalten die strukturellen Eigenschaften eines geplanten Softwaresystems? Das macht man mit dem fachlichen Glossar und das kommt jetzt. Wir haben uns in den vergangenen Videos ausführlich mit der Spezifikation und der Domain Exploration für die Verhaltenssicht auf unser geplantes Softwaresystem auseinandergesetzt, indem wir uns mit Use Cases beschäftigt haben. Wir schwenken jetzt den Blick auf die strukturellen Eigenschaften des geplanten Systems und der Domäne dahinter. Und das tun wir, indem wir zunächst ein fachliches Glossar erstellen und dann daraus ein fachliches Datenmodell entwickeln. Stellen wir die beiden Konzepte nochmal gegenüber. Der Use Case beschreibt die Verhaltenssicht, das fachliche Glossar und das dazugehörige fachliche Datenmodell beschreibt die Struktur. Was bedeutet das im Detail? Der Use Case beschreibt die Interaktion zwischen Benutzer und System und zusätzlich Abläufe, die im System selber stattfinden, zum Beispiel als Reaktion auf eine Eingabe des Benutzers. Das fachliche Datenmodell und das vorgeschaltete Glossar im Gegensatz dazu beschreibt, welche Geschäftsobjekte ich eigentlich habe in meiner Domäne und welche Beziehung diese Geschäftsobjekte zueinander haben. Wie komme ich da dran? Ich kann eine Textanalyse machen in beiden Fällen. Bei den Use Cases schaue ich auf die Verben, weil die Verben beschreiben Aktivitäten und Handlungen. Und beim fachlichen Glossar und Datenmodell schaue ich auf die Hauptwörter, auf die Nomen, weil die Nomen beschreiben Dinge, beschreiben Objekte, beschreiben Strukturen. Jetzt ist schon mehrfach das Wort Geschäftsobjekt gefallen. Ein Geschäftsobjekt ist ein reales Objekt oder ein konzeptionelles Objekt oder ein Datenobjekt, das für Abläufe in einem organisatorischen oder geschäftlichen Kontext relevant ist. Ein reales Objekt wäre ein Produkt, was ich kaufen oder verkaufen kann. Ein konzeptionelles Objekt ist so etwas wie ein Vertrag und ein Datenobjekt kann so etwas sein wie zum Beispiel Login-Daten von Nutzern bei Webportalen. All dies sind Dinge, die ich unter Umständen in meinem System brauche, die in meiner Domäne wichtig sind und die, wenn ich da ein Softwaresystem für baue, die ich berücksichtigen muss in diesem Softwaresystem. Warum ist es sinnvoll, sich über diese Dinge Gedanken zu machen? Wir brauchen das aus verschiedenen Gründen. Wir brauchen es insbesondere, damit wir mit der Fachseite über das geplante System sprechen können. Und da brauchen wir eine miteinander ausgehandelte Sprache, die beide Seiten in gleicher Weise verstehen, sonst missverstehen wir uns. Stellen Sie sich vor, Sie müssen als Softwareentwickler in eine Domäne eintauchen, die Ihnen überhaupt nichts sagt. Stellen Sie vor, Sie müssen ein Softwaresystem für die Steuerbehörden schreiben und müssen sich plötzlich mit komplexen finanziellen Transaktionssteuern auseinandersetzen, von denen Sie noch nie vorher gehört haben. Dann sind Sie heilfroh, wenn Sie sich ein Glossar anlegen können, in dem die Bedeutung der von der Fachseite gesprochenen Begriffe niedergelegt ist. Das gilt übrigens auch in der anderen Richtung. Es ist auch sinnvoll, technische Begriffe, die Sie in der Kommunikation mit der Fachseite brauchen, dort niederzulegen. Das werden wir dann insbesondere in Softwaretechnik 2 nochmal genauer angucken, wo wir auf das Domain-Driven Design nochmal etwas näher eingehen werden. Da nennt man das die sogenannte Ubiquitous Language. Sie brauchen neben der Kommunikation so ein fachliches Glossar und das daraus resultierende Datenmodell, was dann die Strukturen zeigt, aber auch, wenn Sie darauf ein System aufbauen wollen, also zum Beispiel ein Datenbankdesign machen wollen, weil Sie wissen müssen, wie die Objekte aufgebaut sind. Ganz simpel, wenn Sie eine Datenbanktabelle designen, dann sollten Sie schon wissen, welche Attribute diese Tabelle haben soll. Sie werden nicht direkt Datenbanktabellen designen, das ist so ein bisschen unmodern, aber Sie werden Objekte designen, die Sie dann in möglicherweise relationale oder Non-SQL-Datenbanken abbilden können. Wie machen Sie das? Wie erstellen Sie ein solches fachliches Glossar? Das können Sie mit den Mitteln der Textanalyse machen. Und zwar schauen Sie sich den Text an. Wie wir das schon in dem Video zur Erstellung der Szenarien zu Use Cases gesehen haben, streichen Sie im ersten Schritt zunächst mal Ziele und Kontext der Applikation raus und auch andere
entsprechende Füllsätze, die zur Erklärung dienen, aber jetzt nicht unmittelbar Aktionen mit dem System beschreiben. Dann markieren Sie alle Hauptwörter, weil die Hauptwörter ja die Träger der Struktur sind. Und dann haben Sie wieder ähnlich, wie es beim Use Case auch war, 2 Schritte. Wir machen jetzt zuerst den syntaktischen Schritt, also eine syntaktische Bereinigung, und machen dann nochmal eine semantische Bereinigung. Syntaktische Bereinigung sind im Wesentlichen 4 Schritte. Ich streiche alle Wiederholungen, weil wenn ich ein wichtiges Geschäftsobjekt habe, dann kommt das einfach mehrfach in dem Text vor. Das werden wir gleich in dem Beispiel, was wir durchgehen, noch deutlich sehen können. Wenn Sie Synonympaare haben, dann werten Sie nur eins davon. Also sowas wie zum Beispiel mal heißt es der Sachbearbeiter und mal heißt es der Mitarbeiter. Oder im Englischen hat man dann häufig sowas wie mal heißt es the customer, mal heißt es the client. Bei sowas muss man dann sehr genau aufpassen, ob das wirklich Synonyme sind. Also das ist mit der Fachseite zu diskutieren. Häufig ist es so, dass dann doch nochmal kleine Unterschiede da sind. Die muss man dann festhalten. Dann sind es wirklich 2 verschiedene Begriffe. Wenn aber einfach tatsächlich beide Begriffe in der gleichen Weise benutzt werden, ist es ein Synonympaar und dann würden wir nur eins von beiden stehen lassen und im Glossar festhalten. Wenn wir auf substantivierte Verben treffen, die Veränderung von oder auf Englisch sowas wie the usage of, dann würden wir das nicht als Substantiv werten, sondern als Verb. Letztlich haben wir das dann schon erledigt, indem wir das in dem Szenario des Use Cases abgedeckt haben. Und dann gibt es noch Hauptworte, die aber in Formulierungen stecken, wie etwa in Form von. Sie bekommen die Daten in Form von XML-Dateien. Dann ist dieses in Form von kein wirkliches Nomen im Sinne eines Geschäftsobjekts, sondern ist eher eine Umschreibung von einer Konjunktion wie zum Beispiel als. Sowas streichen Sie dann auch weg. Dann kommen wir zur semantischen Bereinigung. Und die erste Regel ist eigentlich schon direkt die wichtigste. Das zu modellierende System wird ganz häufig erwähnt werden im Text. Das ist aber selbst kein Geschäftsobjekt. Das wäre ja sozusagen ein Selbstbezug. Das streichen Sie einfach weg. Benutzer und Umsysteme können aber durchaus Geschäftsobjekte sein. Denn es kann sein, dass Sie die Benutzer auch in ihrem System modellieren wollen. Wenn Sie zum Beispiel festhalten wollen, ob ein bestimmter Benutzer eine bestimmte Sache gemacht hat mit so einer Art Tracelog, dann müssen Sie ein Konzept des gerade aktiven Benutzers haben. Häufig ist es in der Wirklichkeit so. Also in dem fachlichen Datenmodell halten Sie sowas mal auf jeden Fall fest und entscheiden dann später, wenn Sie in Richtung der Implementierung gehen, das werden wir dann später anschauen, wenn wir aus dem fachlichen das logische Datenmodell entwickeln, da entscheiden Sie dann, ob Sie solche Geschäftsobjekte drin lassen, wie Benutzer und Umsysteme. Sie lassen alle Arten von technischer Information, die im Moment irrelevant ist, weg. Eigentlich hat so etwas sowieso nichts zu suchen in einem eigentlich technikagnostischen Anforderungstext. Häufig ist es dann aber trotzdem drin, dass dann der Kunde gesagt hat, das soll in Form von JSON ausgetauscht werden oder dieses soll in Form von XML gespeichert werden. Sowas lassen Sie auch weg. Heben Sie es auf, nutzen Sie es für später, aber es hat nichts mit dem fachlichen Glossar und dem fachlichen Datenmodell zu tun. Hier halten Sie wirklich die Dinge fest, die rein fachlicher Natur sind. Und dann haben Sie noch oft solche Formulierungen wie zum Beispiel auf Wunsch von, die eigentlich dazu da sind, um so bestimmte Bedingungen darzustellen. Also so zum Beispiel wie hier eine Optionalität einer Handlung. Sowas wird auch gestrichen und weggelassen. Wenn Sie das gemacht haben, dann tragen Sie das in eine Glossartabelle ein, so wie das hier dargestellt ist. Sie sehen eine Spalte mit dem Geschäftsobjekt. Dann gibt es eine zweite Spalte für Attribute des Geschäftsobjekts, die sich aus dem Text ergeben. Wie wir die beiden unterscheiden, da komme ich gleich noch dazu. Und dann haben Sie eine Spalte für die Erklärung. Die ersten beiden Spalten füllen Sie aus dem Text unter Anwendung der genannten Regeln. Die dritte Spalte, die Erklärungsspalte,
die fassen Sie selber zusammen. In einem echten Projekt machen Sie das zusammen mit dem Kunden und versuchen hier eine von beiden Seiten verstandene und akzeptierte Bedeutung des Begriffes festzuhalten. Auch für die Aufstellung der Glossartabelle gibt es ein paar einfache Regeln. Die erste ist hier auch wieder die wichtigste. Namen setzen Sie grundsätzlich immer in den Singular. Das ist eine Konvention, die sich bewährt hat. Und wenn Sie so etwas ausdrücken wollen, dass zum Beispiel ein Kunde mehrere Produkte bestellt, das machen Sie anders. Das machen Sie dann später, wenn wir das Datenmodell aufstellen, dadurch, dass Sie eine sogenannte Multiplizität angeben. Dann, wie eben gesehen, beschreiben Sie Geschäftsobjekte und Attribute in ihrer Bedeutung. Und wichtig, pflegen Sie dieses Glossar einfach im Laufe des Projekts weiter, weil das ein lebendes Dokument sein sollte. Das erste Verständnis, was Sie von Begriffen haben, wird garantiert das falsche sein. Und es lohnt sich, dieses Glossar weiter zu pflegen und anzupassen, weil Sie ja immer wieder neue Aspekte erfahren. Und dieses Glossar fließt unmittelbar in das Verständnis Ihres Softwaresystems ein. Zu guter Letzt, wie unterscheiden Sie Geschäftsobjekte und Attribute? Weil beides sind im Text erstmal nicht voneinander zu unterscheidende Hauptworte. Sie gucken einfach darauf, ist das, was Sie da sehen, für unser System ein komplexer Datentyp, also hat das selbst wieder Attribute, dann ist es ein Geschäftsobjekt. Also sowas wie Kunde wird garantiert ein komplexer Datentyp sein, weil Sie können sich unmittelbar vorstellen, dass ein Kunde ganz viele Attribute hat. Ist das Nomen, was Sie da finden, eher ein einfacher Datentyp, was man durch eine Zahl oder einen String oder ein logisches Flag abbilden kann, dann ist es ein Kandidat für ein Attribut. Also wenn zum Beispiel das Wort Name auftaucht, also Name eines Kunden, oder wenn das Wort Geburtsdatum des Kunden auftaucht. Das wären Kandidaten für Attribute, weil einen Namen würden Sie durch einen String abbilden und ein Geburtsdatum durch ein Date-Objekt. Dann schauen wir uns jetzt dieses Vorgehen mal an dem Beispiel an, was wir in dem Video zu den Szenarien des Use Cases begonnen haben. Und wir führen dieses Beispiel jetzt fort und versuchen daraus das fachliche Glossar zu gewinnen. Ich habe hier wieder den Ausgangstext. Ich habe mich der Einfachheit halber auf den Use Case Manually Enroll Student konzentriert, den ich auch für die Use Case Betrachtung in dem entsprechenden Video schon benutzt habe. Und ich beginne wieder damit, dass ich die Sätze wegstreiche, die Systemziele oder sonstige Beschreibungen beinhalten. Das ist in unserem Fall eigentlich nur der erste Satz. Danach können wir anfangen, die Hauptwörter zu markieren. Ich werde das so machen, dass ich zunächst mal alle Hauptwörter in Gelb markiere und dann nochmal die Betrachtung mache, welche von diesen Hauptwörtern Attribute sind. Die werde ich dann in Rot drüber markieren. Also wir sehen, es gibt ganz schön viele Hauptworte und wir würden jetzt mal anfangen, unsere Bereinigungsregeln anzuwenden. Fangen wir mal an mit der Regel, dass man Wiederholungen streicht. Also das erste Hauptwort ist der Clerk. Jetzt streiche ich mal alle Wiederholungen davon. Campus ID hat keine Wiederholung, Name hat keine, Address hat keine Wiederholung, Student dürfte ein paar Wiederholungen haben. Und das gleiche dürfte für Study Program gelten. List hat keine Wiederholungen, System hat Wiederholungen, University hat keine, Registry System hat eine Wiederholung. So. Hier muss man im Englischen übrigens ein bisschen aufpassen, dass man die Wortgrenzen richtig definiert. Im Deutschen ist es ein bisschen leichter, weil im Deutschen man dazu tendiert, Hauptworte aneinander zu schreiben. Also die berüchtigte Donau-Dampfschifffahrtskapitänsjacke oder wie auch immer. Im Englischen macht man das nicht, da schreibt man die Worte auseinander. Dann muss man also hier gucken, welche Hauptworte gehören zusammen. Also Registry System ist ein Wort, das gilt auch für das nächste, was wir uns angucken, die Matriculation Number, also die Matrikelnummer auf Deutsch. Deutsch schreibt man es zusammen, auf Englisch schreibt man es auseinander.
Die hat im Übrigen auch eine Wiederholung. So, und damit haben wir alle Wiederholungen erledigt. Dann wäre der nächste Schritt zu schauen, ob es Synonyme gibt. Die sehe ich jetzt hier in dem speziellen Fall nicht. Was häufig zum Beispiel ein Synonym ist, wenn man von The System spricht und dann vielleicht wieder von dem Akronym, also CAMS. Es gibt zwar hier das Wort CAMS Database, aber das würde ich auch wieder zusammenziehen, weil das die Datenbank des CAMS-Systems bezeichnet. Prüfung auf Synonyme bleibt also erstmal erfolglos. Das nächste wäre, dass wir substantivierte Verben und andere versteckte Tätigkeiten streichen. Davon haben wir in der Tat welche. Und zwar einerseits in dem Halbsatz The new matriculation number not yet in use. Dieses being in use ist eigentlich eine Paraphrasierung von not yet used, also eigentlich ein Verb. Das use können wir also streichen. Und genau in der gleichen Weise können wir in der letzten Zeile des Textes the system denies enrollment. Dieses Enrollment, das ist eigentlich auch nur eine andere Formulierung für the system denies the clerk to enroll the student. Also eigentlich auch wieder ein Verb, was in ein Hauptwort umgewandelt wurde. Können wir also auch streichen. Dann haben wir so Füllworte, wie auf Deutsch, so in Form von und dergleichen. Da haben wir tatsächlich auch eins, und zwar steht es in der vorletzten Zeile, in that case. So, jetzt sind wir schon mal bei deutlich weniger Worten, aber wir können das Streichen noch weitermachen, weil jetzt kommen wir jetzt zur semantischen Analyse. Erste und wichtigste Regel, das System selbst ist kein Geschäftsobjekt. Und, das muss ich noch dazu sagen, auch die Systemteile sind kein Geschäftsobjekt. Das werden wir gleich sehen. Also, alle Vorkommen von the system können wir schon mal streichen. Wir haben die Wiederholung ja schon gestrichen, also haben wir nur the system, was da steht. Aber wir haben auch die Teile des Systems. Das ist zum Beispiel hier die CAMS Database. Die können wir auch streichen. Und wir haben noch eine kleine unauffällige Stelle hier oben. She picks the study program from a list proposed by the system. Die Liste ist auch ein Teil des Systems. Und genauso können wir auch die Success Message behandeln. The system displays a success message to the clerk. Auch die ist ein Teil des Systems. Vielleicht nochmal zur Wiederholung. Warum mache ich das? Warum streiche ich System und Teile des Systems? Ich möchte mit dem fachlichen Glossar und dem fachlichen Datenmodell ein Modell der Systemumgebung schaffen, der Domäne, in dem sich das System bewegt und nicht des Systems selber. Wir sind nicht im Design der Software, sondern wir sind im Design der Objekte, die in dem System vorkommen müssen. Und wenn da aus technischen Gründen vielleicht eine Datenbank irgendwann vorkommt, dann entscheiden wir das, aber nicht jetzt. Das hat jetzt keinen Platz, das machen wir später. Deswegen diese stumpfe Regel, einfach alles, was so nach Systembestandteil riecht, einfach rauszustreichen, funktioniert in der Praxis erstaunlich gut. Nächste Regel in der semantischen Analyse ist, Benutzer und externe Systeme können durchaus Geschäftsobjekte sein. Und da haben wir einige. Wir haben the clerk, wir haben the university, wir haben the registry system als ein Umsystem. Ja, die drei lassen wir auf jeden Fall mal drin stehen. Dann hätten wir noch als weitere Regel, dass wir technische Formulierungen streichen. Das haben wir im Grunde eben schon gemacht, als wir die Datenbank gestrichen haben. Also die könnte man auch aus diesem Grund streichen, weil wir ja tatsächlich nicht genau wissen, in welcher Form irgendetwas in dem System gespeichert wird. Ist es jetzt eine Datenbank oder irgendeine andere Art? Gehört eigentlich nicht in diese Art von Anforderungstext. Kriegt man halt manchmal so vom Kunden, und ich habe es jetzt auch mal bewusst hier reingebaut, um diesen Fall in gewisser Weise zu simulieren. Ist aber schon weg, dadurch, dass wir es als Systembestandteil rausgeworfen haben. Und dann haben wir noch so Formulierungen wie auf Wunsch. Das haben wir eben schon mit dem Case eigentlich auch erledigt.
So, dann haben wir jetzt die Kandidaten übrig gelassen, die wir tatsächlich in unser Glossar übernehmen wollen. Dann müssen wir jetzt als nächsten Schritt mal klären, was von diesen Begriffen, von diesen Hauptwörtern Geschäftsobjekte sind und was sind Attribute. Und da rechts sind wir einfach durchgehen und schauen, welche von diesen Hauptwörtern lassen sich mit sehr simplen, skalaren, einfachen Datentypen, einen String, einen Integer, einen Float, einen Long und dergleichen mehr abdecken. Da finden wir 3 Stück, die Campus-ID, Name und Matriculation Number. Die Adresse wäre vielleicht auch ein Kandidat, aber schauen wir uns ein Adressobjekt mal genauer an. Ein Adressobjekt besteht eigentlich schon wieder aus einzelnen Attributen. Eine Adresse hat eine Straße, eine Postleitzahl, eine Stadt. Das heißt, die fällt durch unser Raster als komplexes Objekt und deswegen würde ich sie nicht als Attribut werten, sondern als Geschäftsobjekt. Seien Sie nicht zu besorgt, wenn Sie hier Dinge in einer bestimmten Weise festlegen. Das, was Sie jetzt hier in dieses Glossar reinschreiben, ist in keinster Weise in Stein gemeißelt. Das können Sie hinterher nochmal revidieren und umstellen. Insbesondere geht das natürlich nicht 1:1 in die Implementierung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Glossar ist ein lebendes Dokument, das wird sich im Laufe des Projektes nochmal verändern. Und es geht hier bei dieser Methodik auch darum, dass Sie einfach so ein bisschen ein Kochrezept kriegen, womit Sie mal eine erste Version anlegen können. Mit diesen jetzt verbliebenen Geschäftsobjekten und Attributen können wir dann mal anfangen, die entsprechende Tabelle auszufüllen. Ich habe jetzt mal unter den von uns annotierten Text mal die Glossartabelle hingelegt, damit wir beides so auf einen Blick sehen können und würde das jetzt mal exemplarisch für 1 bis 2 Geschäftsobjekte machen. Also wir haben den Clerk und dann haben wir die Campus-ID und wir haben den Namen und die Adresse. Aber Campus-ID und Name gehören zum Geschäftsobjekt Student. Das würden wir also hierhin machen. Und dann würden wir hier Name und hier Matriculation Number und dann hier vielleicht noch Address. Damit soll es erstmal gut sein. Und dann würde ich versuchen, die Beschreibung dieser Attribute und Geschäftsobjekte aus dem Text mir erstmal zu erschließen. Ein Clerk ist in diesem Fall ein University Employee responsible for Enrollment Management. Student ist eine Person, die sich neu einschreiben möchte. Der Name steht in diesem Fall für First und Last Name. Wir machen es uns hier ein bisschen einfach. Die Matriculation Number ist eine eindeutige ID, mit der der Student innerhalb der Universität identifiziert werden kann. Und die Address ist der Wohnort von einer Person. Das kann man dann noch in analoger Weise fortführen und die vollständige Version können Sie dann im Skript zu dem Video nachlesen. Damit haben Sie eine Methode kennengelernt, wie Sie mit sehr einfachen Mitteln, nämlich indem Sie einfach im Text alle Hauptworte anstreichen und dann so ein paar simple Regeln anwenden, um Wiederholungen zu vermeiden und dergleichen, wie Sie aus diesem Text mit Hilfe dieser Methode eine tabellarische Glossardarstellung bekommen mit den wichtigen Geschäftsobjekten Ihrer Domäne. Und im nächsten Video werden wir uns dann anschauen, wie man daraus ein Datenmodell baut.